Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich nochmal einen kleinen 3D-Bolzer für euch und zwar den ganz neuen OMP Hobby M2 V3 Sport. Den gibt es hauptsächlich aber nur in der BNF-Version, so wie hier, ohne Fernsteuerung. Aber zum Glück kann man sich den teilweise auch mit Fernsteuerung bestellen, wenn man so ein Programmierlaie ist wie ich. Daher hat OMP Hobby mir noch die T8L von Radiomaster dazugelegt. Die ist jetzt hier auch schon gebunden und eingestellt auf den OMP 2. Das heißt, hier muss man gar nichts mehr machen, außer nur fliegen gehen. Ist jetzt durch die Formfläche jetzt nicht die idealste Fernsteuerung zum Heli-Fliegen, aber je nachdem, wo man den M2 kauft, gibt es da auch noch andere Fernsteuerungsoptionen. Oder ihr nehmt halt einfach eure eigene, da gibt es hier bei dem M2 natürlich auch genügend Optionen. Da ich jetzt auch kein wirkliches 3D fliegen kann, will ich hier in diesem Video auch mal eher zeigen, ob der Kleine nur 3D bolzen kann oder ob er eben auch als kleiner Einsteiger-Heli zum Üben geeignet ist. Denn er soll ja auch eine gute Stabilisierung an Bord haben, die das Fliegen auch für Anfänger möglich machen soll. Ansonsten zeige ich euch natürlich auch wieder den Packungsinhalt, den Heli und die Funktionen etwas genauer. Daher würde ich sagen, legen wir sofort los. Let's go! Hier haben wir mal die Verpackung des neuen M2 V3 Sport, hier in einem schicken Pink. Das ist aber nur die Papphülle, die nehmen wir mal ab. Und dann haben wir hier den OMP-typischen Schaumstoff-Transportkoffer, aber leider ohne Griff. Den machen wir dann mal auf und haben hier als erstes eine kleine Tüte. Hier drin befindet sich eine kleine Kurzanleitung auf Englisch. Eine ausführliche Anleitung bekommt ihr natürlich auch auf diversen Verkaufsplattformen oder bei OMP Hobby auf der Homepage. Dann haben wir als nächstes den LiPo-Akku und zwar ist das hier ein 3S 750 mAh LiPo mit XT30 Stecker. Dann haben wir als nächstes eine weitere Tüte. Hier drin befinden sich ein paar Ersatzruderhörner, ein paar Ersatzkugelköpfe für die Anlenkgestänge, ein Klettband für den LiPo-Akku und noch 3 Kabelbinder. Dann haben wir noch eine weitere Tüte. Hier drin befindet sich ein kleines vierpoliges Kabel und noch der Bluetooth-Dongle für die Verbindung mit dem Handy. Und als letztes hier noch natürlich den OMP M2 V3 Sport, hier mit einer grünen Haube. Den zeige ich euch gleich natürlich als nächstes mal etwas genauer. Vorher habe ich aber hier noch die Fernsteuerung, die mir OMP Hobby dazugelegt hat. Hier in dem Fall eine Radiomaster T8L. Die ist jetzt hier auch schon mit dem M2 gebunden und eingestellt. Daher zeige ich euch gleich die Funktionen auch mit dieser Fernsteuerung. Ihr könnt aber natürlich auch viele andere Fernsteuerungen hier mit dem M2 binden. Aber jetzt zeige ich euch mal den M2 V3 Sport etwas näher. Ja, hier haben wir jetzt den neuen OMP M2 V3 Sport einmal vor uns. Und wie ihr sehen könnt, habe ich hier die grüne Haube drauf. Es gibt die Haube aber auch in einem Pink und es passen natürlich auch die Hauben von der Pro-Version drauf. Die Haube besteht gefühlt hier aus GFK, kann aber auch stabiles Kunststoff sein. Und hier vorne gibt es noch ein paar Kühlöffnungen. Befestigt wird die Haube einmal hier vorne mit der Lasche, die hier unten in das Landegestell eingeschoben wird. Und hinten haben wir noch die 2 Bohrungen mit den Gummibuchsen, wo die Haube dann hier hinten in der Aufnahme der Mechanik eingesteckt wird. Somit ist sie auch wirklich stabil an der Mechanik befestigt. Der M2 V3 Sport ist im Grunde die preisgünstigere Alternative zum M2 V3 Pro, aber trotzdem muss man hier keinesfalls auf die Performance und die guten Flugeigenschaften des Pro-Modells verzichten, denn rein mechanisch und geometrisch sind beide Modelle komplett identisch und ihr könnt natürlich auch die Komponenten untereinander tauschen. Das heißt im Klartext, wir haben hier einen Grundrahmen aus ca. 1 mm Carbonplatten, die teilweise mit stabilen Kunststoffverbindern zusammengehalten wird. Aber die Hauptaufnahmeplatte für Motor und Hauptrotorwelle ist hier natürlich aus Aluminium. Wir haben auch das gleiche leichte Carbon-Heckrohr wie bei der Pro-Version und auch die Antriebe sind komplett identisch zur Pro-Version. Und zwar haben wir hier ebenfalls einen Sunny Sky R40X3 Brushes Außenläufer Direktantrieb an der Hauptrotorwelle und einen Sunny Sky R13X3 Brushes Außenläufer Motor für den Heckantrieb. Die Hauptrotorwelle ist natürlich auch wieder aus Metall gefertigt. Auch die Taumelscheibe und der komplette Rotorkopf bestehen hier wieder komplett aus Aluminium. Der einzige Unterschied zur Pro-Version ist, dass der Rotorkopf bei der Sportversion aus blankem eloxiertem Aluminium besteht und nicht wie bei der Pro-Version schwarz eloxiert wurde. Dadurch konnte zum Beispiel unter anderem auch der Preis reduziert werden. Ebenfalls haben wir zur Ansteuerung der Taumelscheibe hier auch wieder Metallgetriebeservos eingebaut. Allerdings nicht wie bei der Pro-Version im Aluminiumgehäuse, sondern hier in einem Kunststoffgehäuse, was ebenfalls wieder Kosten spart. Und zwar haben wir hier 3 DS2710 Servos verbaut. Als Rotorblätter haben wir hier die vollsymmetrischen 190 mm langen OMP Hobby 3D Performance Blätter, die nach innen auch, wie man sehen kann, etwas mehr Blatttiefe haben. Und als Heckrotorpropeller haben wir hier einen 89 mm Propeller von OMP Hobby. Das Landegestell besteht hier wieder aus Kunststoff, das wirkt aber auch sehr stabil. Als Flight Controller haben wir hier den ganz neuen OMP Hobby OFS 3 Plus mit der Besonderheit, dass wir hier jetzt sogar schon das Express LRS Modul integriert haben. Natürlich ist der Flight Controller auch weiterhin kompatibel mit externen Empfängern, wie einschließlich CRSF, DSM, S-Bus und F-Port. Den Flight Controller kann man auch weiterhin mit dem integrierten USB-C-Port mit dem PC verbinden
Oder wir können auch mit dem mitgelieferten Bluetooth-Dongle, den man hier rechts anschließen kann, die ganzen Einstellungen auch über die App mit dem Handy machen. Das werde ich euch gleich nochmal ganz kurz in den Funktionen zeigen. Hier vorne unter dem Flight Controller kommt dann der LiPo-Akku rein. Der wird einfach nur hier reingeschoben, sitzt dann auch sehr stramm drin und wird dann mit dem XT30-Anschluss verbunden. Der M2 V3 Sport hat einen Rotorkreisdurchmesser von ca. 430 mm, eine Länge von ca. 420 mm und ein Abfluggewicht inklusive Akku von ca. 325 Gramm. Da ich den M2 hier ja mehr oder weniger für Anfänger teste und ich wie eben schon gesagt ein absoluter Programmierlaie bin, werde ich auch hier am OFS jetzt erstmal nichts umstellen und nur kurz zeigen, dass man natürlich die Parameter ändern kann. Die beiden einfachsten Möglichkeiten wären einmal ohne Software über eine LED-Programmierung direkt hier über das OFS. Dazu gibt es hier oben dann auch den Set-Knopf. Hier kann man aber nur ein paar grundlegende Parameter einstellen. Was genau, das entnehmt bitte der Anleitung. Und wir haben die Möglichkeit, mit dem beiliegenden Bluetooth-Dongle den UFS mit dem Handy zu verbinden und dann über die App so ziemlich alles zu programmieren, um den Heli komplett auf die eigenen Bedürfnisse einzustellen. Dazu einfach den Dongle hier in den Bluetooth-Steckplatz einstecken. Den könnt ihr dann theoretisch auch mit doppelseitigem Klebeband an dem Rahmen befestigen. Dann habt ihr auch unterwegs auf dem Flugfeld die volle Einstellmöglichkeit. Dann den Heli mit dem Akku verbinden, die OMP Hobby App auf dem Handy öffnen. Wer die App noch nicht hat, bekommt sie natürlich in jedem App Store. Nach dem Öffnen sollte die App das Bluetooth-Modul eigentlich auch schon finden. Dann einfach hier auf OK klicken und dann öffnen sich nach kurzer Zeit die ganzen Parameter. Hier kann man jetzt so ziemlich alles einstellen, was man benötigt. Hier gibt es dann auch den Advanced Setting Bereich oder Receiver und Telemetrie. Und es gibt ganz neu hier auch eine Rettungsfunktion. Die ist aber noch im Experimentenstatus. Das lassen wir jetzt also auch mal sein. Man sollte aber auch hier nur etwas umstellen, wenn man weiß, was man macht. Daher stelle ich hier jetzt erstmal auch nichts um. Auch kommende Firmware-Updates können hier natürlich ebenfalls über die App gemacht werden. Das macht man hier unten rechts über About. Da kann man dann die Firmware direkt hier runterladen und updaten. Das lassen wir jetzt aber auch mal. Ganz wichtig wäre, wenn ihr irgendwelche Einstellungen zu Hause macht oder ausprobiert, macht am besten die Rotorblätter und den Heckpropeller ab. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Ohne jetzt komplett im Einzelnen darauf einzugehen, da es ja unterschiedlich ist, welche Fernsteuerung dabei ist bei der RTF-Version und es in erster Linie hier um den neuen M2 Sport geht, habe ich jetzt hier, wie eben schon gesagt, die Radiomaster T8L dazu bekommen, weil ich den M2 als RTF-Version haben wollte, um eben nicht alles programmieren zu müssen. Die T8L ist jetzt wahrscheinlich auch nicht die idealste Funke zum Helifliegen, aber ich denke mal, für den Flugtest wird es schon ausreichen. Ansonsten würde ich vielleicht dann eher in Zukunft die Radiomaster TX16S nehmen. Die muss man aber dann wie gesagt noch programmieren, aber darum soll es ja hier in dem Video auch nicht gehen. Die T8L ist hier schon laut OMP Hobby gebunden und vorkonfiguriert, das heißt wir brauchen hier erstmal nichts einzustellen, um mit dem M2 zu fliegen. Das einzige, was mir hier jetzt aufgefallen ist, dass wir hier noch keine unterschiedlichen Taumelscheibenausschläge vorprogrammiert haben, aber das kann man natürlich alles noch einprogrammieren, wenn man das möchte bzw. braucht. Vom Gefühl her sind die eingestellten Taumelscheibenausschläge aber hier schon recht groß, da bin ich mal gespannt, wie sich das im Flug gleich auswirkt. Was aber schon voreingestellt ist, sind die 3 unterschiedlichen Drehzahlstufen. Die kann man hier über den 3-stufigen Schalter SB umstellen. Da ich den M2 ja für Anfänger teste, ist es aber wichtig zu schauen, wie stabil er fliegt. Und dazu hat der M2 natürlich auch eine stabilisierte Flugphase, in der der Heli bei Loslassen des Sticks wieder in die gerade Neutrallage zurückgeht. Und auch der maximale Ausschlag der Taumelscheibe ist hier begrenzt. Das schaltet man dann hier mit dem Drucktaster SE ein und aus. Das heißt, wir haben dann einmal die Flugphase stabilisiert und einmal die Flugphase 3D, wo man dann richtig abgehen kann und hartes 3D fliegen kann. Wichtig für Leute, die bis jetzt nur die kleinen wirklichen Einsteiger-Helis geflogen sind, wo im Grunde die Gaskurve bei Knüppelstellung unten erst anfängt und der Heli dann beim Hochschieben des Sticks auch erst anfängt zu drehen. Das ist hier jetzt anders, denn hier haben wir jetzt eine gleichmäßige Drehzahl, die unabhängig von der Knüppelposition gehalten wird. Und man verstellt mit dem Pitchknüppel nur die Taumelscheibe und somit die Anstellung der Rotorblätter. Das heißt, hier wird der Motor direkt über den Schalter SC hier hinten in der obersten Stellung angestellt.
und der Pitchknüppel sollte sich dann in etwa in der mittleren Stellung befinden. Ansonsten würdet ihr den Heli mit der unteren Knüppelstellung recht stark nach unten drücken, weil dann ihr negativer Pitch nach unten ansteht. Auch nach dem Landen muss der Motor wieder über den Schalter SC ausgestellt werden. Auch das könnte man natürlich noch alles einstellen, wenn man das möchte, aber wie gesagt, darum geht es hier jetzt nicht. Ich zeige euch den Heli jetzt mal einfach so, wie er bei mir angekommen ist. Ja, mehr Funktionen gibt es hier jetzt eigentlich auch gar nicht mehr zu zeigen. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt als nächstes mal den M2 im normalen Rundflug. Am Ende natürlich auch hier wieder ein kleines Fazit. Ich finde, der neue M2 V3 Sport ist ein richtig schicker, cooler, kleiner Sportheli, der auch dem neuen M2 V3 Pro in nichts nachsteht. Außer man besteht natürlich auf die andere Optik durch die elaxierten Aluteile. Die Verarbeitung ist echt gut und die Komponenten sind auch qualitativ sehr gut. Das Einzige, was ich jetzt hier wieder ein bisschen komisch finde, ist die Rotorblattbefestigung. Hier gibt es ähnlich wie beim Goosky E2 so kleine Unterlegscheiben. Da waren jetzt bei mir auch jeweils 2 Stück schon montiert. Aber für meinen Geschmack ist das dann viel zu stramm. Daher habe ich jetzt hier nur jeweils eine dazu gemacht. Aber grundsätzlich finde ich das auch hier ein bisschen fummelig, die Scheiben mit zu montieren. Aber dadurch, dass man den M2 komplett hier auch im Koffer transportieren kann und wir hier noch diesen kleinen Schaumstoffblatthalter haben und man die Rotorblätter eigentlich gar nicht demontieren muss, geht das eigentlich auch in Ordnung. Zum Fliegerischen kann ich euch ja nur wirklich was zum stabilisierten Modus sagen, da ich wie schon angesprochen kein 3D-Flieger bin und auch hier den M2 auf Anfängertauglichkeit testen wollte. Und da muss ich sagen, ist er wirklich echt super und fliegt auch wirklich richtig stabil, wie man das eigentlich von den ganzen RTF-Einsteiger-Helis schon kennt. Allerdings gibt es hier keinerlei Höhenstabilisierung und man muss die Höhe komplett selber halten.
Und das ist selbst mir, der ja früher schon Helis geflogen ist, jetzt extrem aufgefallen, dass man sich so schnell daran gewöhnt, die stabilisierten Helis zu fliegen, dass es erstmal wieder total ungewohnt ist, so einen kleinen 3D-Bolzer zu fliegen. Natürlich kommt jetzt hierbei noch hinzu, dass die Standardeinstellungen für die Pitchwerte eher auf 3D eingestellt sind und auch hier relativ viel Pitch auch nach unten eingestellt ist, was das Höhehalten natürlich noch empfindlicher macht. Da müsste man dann im stabilisierten Modus vielleicht noch die negativen Pitchwerte etwas geringer einstellen. Das kann man aber, soweit ich das sehen konnte, jetzt nicht über die App machen. Dazu muss man den wahrscheinlich dann am PC anschließen. Daher würde ich den M2 jetzt auch eher bedingt für Einsteiger empfehlen. Wenn man aber mit dem eigenständigen Höhehalten gut klarkommt, ist der M2 auf jeden Fall sehr gut und stabil und auch für Anfänger mit Vorerfahrung gut fliegbar. Ich würde sagen, das war's jetzt wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir unbedingt einen Kommentar unter das Video, das hilft auch immer für den Algorithmus. Abo und Glocke nicht vergessen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao.